Heute möchte ich mit euch einen Scheiterhaufen backen. Super lecker, macht man aus alten Brötchen, die 1-2 Tage alt sind. Ihr könnt das auch aus Toastbrotscheiben machen, aus einem trockenen alten Stuten. Also eine wunderbare Resteverwertung. Was wir dafür brauchen, sind alte Brötchen. Die sind jetzt von gestern, 4 Stück. Man kann sagen, pro Brötchen ein Apfel und ein Ei. Das heißt, wir haben 4 Brötchen, 4 Eier, 4 Äpfel, 80 Gramm Zucker. Wer mag, mischt da ein bisschen Zimt bei. Milch, ein bisschen Sahne und wer mag, ein paar Rosinen. Wir fangen mit der Flüssigkeit an. Und zwar kippen wir die 4 Eier drauf, Milch, 80 Gramm Zucker, ein bisschen Zimt und einen guten Schuss Sahne. Ich mache das immer nach Gefühl. In dem Fall ja, 100 Gramm ungefähr. Und das Ganze verrühren wir jetzt. Jetzt nehmen wir die Brötchen. Man kann das schön ordentlich schneiden. Ich persönlich finde es schöner, wenn man einfach das Brötchen in Stücke reißt. So, das rühren wir jetzt um und lassen das einweichen. Das stellen wir jetzt zur Seite und schälen in der Zeit die Äpfel. So, ich viertel jetzt die Äpfel. Zwischendurch kann man immer mal diese Brötchenmischung durchrühren. Jetzt schneide ich sie einfach in kleine Stücke. So, die Äpfel sind klein geschnitten. Und die Brötchen sind auch durchgeweicht. Und das Ganze füllen wir jetzt in die Auflaufform. So, ich nehme ein bisschen Öl auf ein Küchentuch und fette die Form ein bisschen ein. Jetzt packe ich die Äpfel drauf und rühre das Ganze um. Hier habe ich jetzt eine eingefettete Auflaufform. Und das Ganze fülle ich jetzt ein. Wer mag, streut vorher noch ein paar Rosinen unter. Meine Jungs stehen jetzt nicht so auf Rosinen, deshalb mache ich nur ein paar Rosinen oben drauf. Hier habe ich jetzt noch mal ein bisschen Zucker. Und streue das oben drauf. So ungefähr einen Esslöffel. Ganz zum Schluss nehmen wir ein bisschen Butter und kratzen ein paar Butterflocken runter. Jetzt heize ich den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vor und backe das Ganze für etwa 40 Minuten. Ich schiebe das auf die mittlere Schiene. Wer keine Auflaufform hat, der kann auch einen Topf nehmen. Ich nehme dafür auch total gerne meine Cocotte. Das sieht wunderschön aus darin. Aber heute nehme ich ganz klassisch die Auflaufform. Wir backen das jetzt und dann zeige ich euch gleich das Ergebnis. Unser Scheiterhaufen ist fertig. Sieht super lecker aus. Es brutzelt noch. So, was wir jetzt noch machen, wir nehmen ein bisschen Puderzucker. Und streuen das darüber.
Dann schauen wir uns das jetzt mal näher an. Boah, ist das lecker. Ist das lecker. Ich wünschte, ihr könntet das probieren. Super lecker.